Natalie, ich liebe dich. Glaub mir das doch einfach. Ich weiß einfach nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann. Sie muss einen Komplizen gehabt haben, hier auf dem Schloss. Und den finde ich. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Leben tue. Ja, dein Verdacht gegen Frau Dr. Bentheim, der leuchtet ein. Niemand sonst hatte die Möglichkeit, MRT-Aufnahmen zu manipulieren. Und sie hatte auch die Möglichkeit, ihr ein Medikament zu verabreichen, das Herzrasen und Schwindelanfälle auslöst. Aber ein Helfershelfer auf Königsbrunn? Es muss so gewesen sein, Carla. Die Symptome traten noch auf, nachdem Frau Dr. Bentheim das Schloss bereits verlassen hatte. Wie du dich erinnerst, habe ich sogar im Krankenhaus gelegen. Trotzdem. Hast du eine andere Erklärung? Nein, aber ich kann einfach nicht glauben, dass sich jemand wissentlich vergiften wollte. Also, ich hätte für jeden einzelnen unserer Angestellten die Hand ins Feuer gelegt. Gut, wenn es niemand vom Personal war. Wer war es dann? Du glaubst doch nicht etwa, dass es jemand aus der Familie war? Die muss hier doch irgendwo sein. Du möchtest auch, dass Robin wiederkommt, nicht? Aber ich bin ja selbst schuld. Hätte ich doch bloß nie mit Andi. Oder hätte ich wenigstens den Mund gehalten. Coco? Coco, mach auf! Komm schon, du kannst dich doch nicht ewig vergraben. Der Gedanke ist natürlich absurd. Also muss es jemand vom Personal gewesen sein. Wir müssen sofort die Polizei einschalten. Ich wollte irgendjemand vergiften. Was? Polizei? Aber die stellt doch hier alles auf den Kopf. Ich meine, hast du dir das gut überlegt? Siehst du eine andere Möglichkeit? Aber Vater, dir ist schon klar, dass dadurch im Personal einige Unruhe entsteht. Ja, das wird sich nun mal nicht vermeiden lassen. Nein, also ich finde, diesen Schritt sollten wir tatsächlich nur gehen, wenn wir uns absolut sicher sind. Also, wenn wir hieb- und stichfeste Beweise haben. Ja, bislang habe ich nur diese manipulierten Tumoraufnahmen. Außerdem wäre da noch etwas zu bedenken. Ich meine, warum sollte dir jemand Gift verabreichen nach Dr. Bentheims Flucht? Was hätte er davon? Nichts. Der Komplize. Oder die Komplizin. Hätte nur mit Hilfe der Bentheim profitiert. Wenn ihr Plan geglückt wäre, sich an Vater ranzumachen und so an sein Vermögen zu kommen. Du glaubst also, es gibt keinen Komplizen? Nein. Wie erklärst du dir dann das Anhalten der Symptome? Vater, Dr. Bentheim hatte dir doch Tabletten dagelassen, richtig? Ja. Und die hast du auch noch genommen, nachdem sie verschwunden ist. Ja. Du meinst, sie könnte die Tabletten toxisch präpariert haben, um zu verschleiern, dass zwischen ihrem plötzlichen Abgang und meiner ebenso plötzlich zu erwartenden Genesung ein Zusammenhang besteht? Ja, ganz offensichtlich müssen doch diese Tabletten schleunigst ins Labor. Ich könnte mich drum kümmern. Das hört sich gut an. Coco, komm doch bitte raus. Vielleicht sollten wir sie einfach in Ruhe lassen. Helfen können wir ihr nicht. Seit 2 Tagen hockt sie jetzt da drin und heult.
Wir wissen beide am besten, dass gegen Liebeskummer gar nichts hilft. Also mir hat es verdammt gut getan, dass ich wusste, es ist jemand da, wenn ich ihn brauche. Soll ich dir vielleicht einen Kakao machen mit ganz viel Schokolade? Jana? Hallo. Nico? Hallo. Und, wie geht es ihr? Unverändert. Sie will einfach nicht rauskommen. Ich verstehe das nicht. Robin hätte wenigstens sagen können, warum. So, hat er das nicht. Nein, eine E-Mail. Es ist Schluss. Sowas Feiges hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Coco, ich bin's. Ich weiß, wer dir zumute ist, aber sich einzuschließen ist ja nun überhaupt keine Lösung. Lasst mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf euer Mitleid. Der Einzige, mit dem ich Mitleid habe, ist Pepper. Müsst ihr nicht dringend mal raus? So, mein Guter, jetzt gehen wir Gassi. Oh, Nummer 3 diese Woche, wenn ich richtig zähle. Du bist ja ein richtiges Mathe-Genie. Na komm schon, Ansgar gibt sich wenigstens Mühe, das musst du schon zugeben. So, das nennst du Mühe, ja? Ruf mich an, bitte. Ausrufezeichen. Das ist doch ganz lieb. Lieb, denkt ihr echt, ich rufe ihn jetzt gleich an? Niemals. Du gibst ihm also keine Chance? Nein. Und warum wirfst du dann das ganze Gemüse nicht einfach weg? Na, schön fleißig? Herr Graf. Mein Gott, Viktor, jetzt seien Sie doch nicht so schreckhaft. Jeder Trottel sieht Ihnen ein schlechtes Gewissen an. Was? Tisch abwischen. Die Tabletten Ihres Vaters. Was haben Sie denn damit vor? Holen Sie doch mal bitte das Atropin, ja? Wozu? Was haben Sie... Jetzt fragen Sie nicht, tun Sie es einfach. Und dann ein Tröpfchen für jede. Aber nur einen Tropfen. Ein Tropfen. Atropin? Richtig. Mein Vater vermutet, dass die geschätzte Frau Doktor auf dem Schloss einen Helfer hatte. Was? Also müssen wir ihn doch davon überzeugen, dass die gute Frau Doktor ihn noch vergiften konnte, nachdem sie hier weg war. Und die hat er ja nach wie vor genommen. Viktor, Sie sind ja ein richtig kluges Köpfchen. Und so gerät keiner von uns beiden unter Verdacht. Und Sie können mich endlich mit einem Job in der Holding belohnen. An Ihnen ist ja tatsächlich ein Genie verloren gegangen. Aber die Frau Doktor, die wird das doch nicht alles auf sich sitzen lassen. Sehr richtig, Viktor. Sie ist ja auch ein kluges Köpfchen. Glauben Sie mir, wo immer sie jetzt sein mag, da wird sie schön bleiben. Denn wenn sie hierher kommt, ist sie dran. Ja, jetzt top. Wenn Sie fertig sind damit, verschwindet das Atropin auf Nimmerwiedersehen, verstanden? Und dann ist irgendwann die gute Frau Doktor ganz allein die böse Frau Doktor. Ach, überhaupt, warum unternimmst du nicht mal was mit Nico, mit Jana, um auf andere Gedanken zu kommen? Das wird doch der totale Krampf. Solange sie die Wahrheit nicht kennen, allerdings. Soll ich Ihnen etwa sagen, dass ich mit Andi geschlafen habe? Oh, na, besser wohl nicht. Und wenn ich mit Ihnen shoppen gehe. Oder einfach nur ins Kino. Ganz ohne über Robin zu reden. Dafür tut's noch viel zu sehr weh. Manchmal denke ich träume das alles nur. Irgendwann geht die Tür auf. Und da steht der. Oder wenn ich gleich in die WG komme, sitzt er da und grinst mich an. Aber du weißt, das ist nur der Traum. Aber einmal muss er sich noch in der WG blicken lassen. Er hat noch so viele Klamotten. Es sieht so aus, als wäre er nur kurz einkaufen gegangen. Weißt du, Coco, du musst einfach akzeptieren, dass er dich verlassen hat. Sonst vergeht der Schmerz nie. Ja, das weiß ich auch. Du musst einen Weg finden, ihn loszuwerden. Innerlich. Auch äußerlich. Der Schal, ist der von ihm? Worüber wunderst du dich eigentlich? Du kennst Ansgar seit ewigen Zeiten. Du weißt doch, wie der tickt. Ja, klar. Vom Verstand her hätte ich mich auch niemals auf ihn einlassen dürfen. Das ist ja gerade das Problem. Du liebst ihn. Und ich hatte gehofft, dass er sich geändert hat. Hat er das nicht? Wenigstens ein kleines bisschen. Ich habe das Gefühl, der versucht es noch nicht mal. Der will sich einfach nicht ändern. Du liebst ihn trotzdem.
Das macht's ja so kompliziert. Ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen. Aber ich verstehe es nicht. Die Bentheim hat uns alle getäuscht. Was muss in einem Menschen vorgehen, der mich monatelang in dem Glauben lässt, ich müsste sterben? Das ist einfach zu perfide und abgründig, um das zu verstehen. Frau Kepler? Viktor? Merkwürdig. Ich dachte, ich habe ein Geräusch gehört. Auch Schorle oder lieber pur? Pur. Wieso hat Amelie... Ich meine... Warum hat sich Frau Dr. Bentheim ausgerechnet mich ausgeguckt? Wahrscheinlich hat sie in der Presse von deiner Scheidung gelesen und dachte sich, du bist das perfekte Opfer. Ja, das war ich ja wohl auch. Mein Gott, wie konnte ich nur so gutgläubig sein? Wenigstens hält die Familie zusammen. Ich hoffe, du weißt, dass wir hinter dir stehen. Sicher. Sogar Ansgar. Wenn es dazu führen würde, dass ihr beide euch endlich wieder besser versteht, dann wären die ganzen Sorgen und Ängste der letzten Monate nicht ganz umsonst. Das war's dann wohl. Noch nicht ganz. Aus, lass das. Es muss alles weg, was mal Robin gehört hat, sonst nützt das nichts. Verstehst du? Du, Ja, ich. Darf ich reinkommen? wenn's wichtig ist. Ich wäre wohl kaum hier, wenn es nicht wichtig wäre, oder? Ja, ich lass euch dann mal allein. Was ist denn? Du weißt ja, dass Vaters MRT-Aufnahmen gefälscht sind. Er glaubt's endlich auch? Ja, so wie es aussieht, hat er nie einen Tumor. Diese Dr. Bentheim hat ihn nach Strich und Faden betrogen. Diese Ärztin hat seine komplette Therapie betreut. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich dich bitten, dich mal umzuhören. Vielleicht ist sie ja in Ärztekreisen bekannt. Das habe ich schon gemacht. Setz dich. Sie ist irgendwo in Afrika bei einem Hilfsprojekt, mitten im Busch. Ich werde es aber weiter probieren. Gut. Aber was ist mit den Symptomen? Vater hatte doch Herzrasen und Schwindelanfälle. Naja. Sie hatte ihm die hier verschrieben. Ganz normales Mittel zur Senkung des Blutdrucks. Falls das drin ist, was draufsteht. Du meinst, sie hat sie präpariert? Oder vertauscht? Es wäre meine zweite Bitte. Könntest du die analysieren lassen? Ja. Gut. Ich wusste doch, im Ernstfall kann ich mich auf dich verlassen. Ja, zweimal die große Sushi-Platte. Miso oder Wang Tang gehört dazu. Wieso? Zweimal Miso dazu. Okay, wie lange dauert das ungefähr? Super. Danke, bis dann. Der Blumenbote mit Nummer 4. Was willst du? Danke, mir geht's gut. Und dir? Alles in Ordnung? Was willst du? Mit dir reden. Es gibt nichts zu reden. Hör zu, Nathalie. Ich brauche dich. Geschäftlich als Dolmetscherin. Ich habe gleich einen Termin mit einem spanischen Geschäftsfreund. Bitte, Nathalie, jetzt lass uns Privates und Geschäftliches trennen. Wir sind doch erwachsene Wann Menschen. und wo? 7 in meinem Büro. Gut, bis dann. Die fand ich eh immer scheußlich. Und um das ist es auch nicht schade. Und das... Wie soll ich die jemals hören ohne...
das doch erklärt. Wir dürfen nichts behalten, sonst funktioniert das nicht. Komm, wir gehen nach Hause. Na komm. Herr Graf? Was gibt's denn, Viktor? Ich wollte nur wissen, ob alles klappt. Ja, wenn Sie keinen Mist bauen, sicher. Ist das Atropin entsorgt? Ja. Schön. Die Tabletten sind bei meinem Bruder, der wird sie analysieren lassen. Bei Ihrem Bruder? Versuchen Sie jetzt nicht, das zu verstehen, Viktor, aber es ist ein ziemlich genialer Schachzug. Ach, holen Sie mir doch bitte einen 82er Grand Cru Classé. Sehr wohl. Ich werde ihn dekontieren und in Ihre Suite bringen. Nein, nicht nötig. Ich möchte diesen edlen Tropfen in wunderbare Gesellschaft genießen. Sag mal, spinnst du? Zieh dich mal wieder an. Sag mal, Pepper, ist der jetzt in die Blonde verliebt oder nicht? Na, ist dir noch irgendwas Hast du auch nicht verstanden, hä? Nein. Und, wie geht's dir? Pepper? Wo steckst denn du? Gut, dann will ich wieder an. Pepper? Wo hast du dich verkrochen? Pepper? Pepper! Habe ich dich etwa draußen vergessen? Nein. Ansgar? Schöne Frau, was? Und nicht nur schön, sondern auch klug und witzig. Und man kann sich unbedingt auf sie verlassen. Wo ist denn der Geschäftspartner? Tja, keine Ahnung. Aber die Spanier sind ja ohnehin bekannt für ihre Pünktlichkeit. Also warten wir. Ja. Schluck Wein? Danke, ich muss noch arbeiten. Ach, jetzt komm schon, Nathalie. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du nach einem Glas Wein kein Spanisch mehr kannst, oder? Trotzdem, danke. Bist du dir sicher? Du verpasst was. Ein Franzose für einen spanischen Geschäftsfreund? Ups. Na, das wäre ein Fauxpas geworden. Wie gut, dass du aufpasst. Gehört zu meinem Job. Also, nicht doch einen Schluck? Schau mal, ich kann ihn doch ohnehin meinem Geschäftspartner nicht mehr anbieten. Jetzt komm schon, Nathalie. Der Wein kann doch nichts dafür, dass ich so ein Trottel bin. Hm? Damit könntest du recht haben. Kommst du wegen Vater und Frau Dr. Bentheim? Du weißt das schon? Ansgar war hier. Ansgar? Wieso? Er hat mir die Tabletten vorbeigebracht, die die Bentheim ihm verschrieben hat. Und ich soll sie ins Labor bringen. Du sollst sie untersuchen lassen? Er hat mich über sie ausgefragt. Naja, ich glaube, er will sie wirklich dran kriegen für das, was sie Vater angetan hat. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ansgar. Und ganz ohne Hintergedanken, ja? Ja, schwer zu glauben. Scheint aber so. Und ihr glaubt tatsächlich, er macht das nur wegen Johannes? Ja. Für ihn und für die Familie. Sagt er wenigstens. Man könnte fast meinen, dass Ansgar sich geändert hätte, seit er die Holding leitet. Bitte. Danke. Aber wieso kommt er jetzt auf dich zu, wenn er doch weiß, dass Vater das nicht will? Seltsam, oder? Also wenn ihr mich fragt, Ansgar ändert sich nie. Pepper! Was machst du nur? Pepper, du darfst doch den Schal behalten, aber komm zurück, bitte! Pepper! Du kannst mich doch nicht auch noch alleine lassen. Ja, dieser Stuhl macht was mit einem. Hätte ich vorher nie gedacht. Was denn? Man verändert sich irgendwie. Du. Ja, ich gebe zu, ich würde mir das vielleicht auch nicht glauben, aber
Weißt du, die Verantwortung, die mit diesem Posten verbunden ist. Dann natürlich die Ereignisse um meinen Vater und, naja, das, was zwischen uns war. Zwischen uns? Du hast mich mit diesem Kolgel... Ich habe dich betrogen und das hat wohl einiges zwischen uns kaputt gemacht. Aber Natalie, du willst doch nicht leugnen, dass zwischen uns etwas ist. Der Spanier ist jetzt schon seit einer Stunde überfällig. Meinst du, der kommt noch? Eine Stunde schon? Wie schnell die Zeit vergeht. Wie immer mit dir. Ich glaube nicht, dass er noch kommt. Hätte er wenigstens mal anrufen können. Natalie, du wirst ja jetzt nicht schon etwa gehen. Ich habe was zu essen bestellt für uns. Für uns? Wann hast du das bestellt? Okay, ich könnte jetzt natürlich irgendeine Lügengeschichte erzählen. Weißt du, früher hätte ich das auch ohne mit der Wimper zu zucken getan, aber... Sag jetzt nicht, dass es keinen Spanier gibt. Naja, es gibt zumindest keinen, der heute noch hierher kommt. Wie bitte? Natalie, hör zu, ich liebe dich. Ich wusste einfach nicht, wie ich sonst... Du bist echt das Letzte. Du faselst hier irgendwas von Liebe dabei. Du weißt überhaupt nicht, was das ist. Du kannst nur lügen und betrügen. Nein. Und wie findest du den? Du bist nicht in der Stimmung, einen Ehering auszusuchen, oder? Eine Ärztin, die den hippokratischen Eid geschworen hat und Leben retten soll. Und dazu noch über jede Menge kriminelle Energie verfügt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Glaubst du, sie war es nicht? Doch, sie hängt da auf jeden Fall irgendwie mit drin. Aber du hast Zweifel. Ich kenne dich doch. Das ist nur so eine Ahnung. Die Ärztin war es, und zwar ganz allein. Ich hatte eigentlich nie den Eindruck, dass sie es darauf anlegt, Vater zu heiraten. Wie soll sie denn dann an sein Geld kommen? Tja, das ist die Frage. Es tut mir leid, du hattest sicherlich was anderes von diesem Abend erwartet. Ach komm schon, es geht um deinen Vater. Aber trotz aller Zweifel. Außer dieser Ärztin hat doch niemand was von der Sache gewusst. Einer schon. Das kann nicht sein. Was denn? Dass irgendjemand auf Königsbrunn im Hintergrund die Fäden gezogen hat? Sich jetzt als Friedensengel darstellt, um von sich abzulenken? Je länger ich es mir überlege. Es gibt nur einen, der wirklich von der Geschichte profitiert. Ansgar.